Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen Video. Wir haben Maxian Bräunig verpflichtet, also damit den dritten Stürmer, der nominell aufgestellt werden könnte. Der vierte ist ja Alexander Rosic, aber der spielt keine Rolle mehr im Kader, genauso wie Emil Kohinja, auch er spielt keine Rolle mehr im Kader. Wir gucken uns das Ganze an. Ich persönlich sage meine Meinung dazu und sage persönlich, was so seine Rolle sein wird. Ob das dann wirklich so passiert, mal schauen. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr, sehr freuen. Dankeschön an jeden, der es macht. Und damit starten wir dann auch direkt rein. Ja, ein Transfer, den im Endeffekt niemand so wirklich richtig bemerkt hat, beziehungsweise davor bemerkt hat, war Maximilian Bräunig. Alle anderen Transfers wurden eigentlich vorher meistens geleakt. Ja, und Maxi ist tatsächlich 25 Jahre alt, in Würzburg geboren, spielt eine solide Saison meistens mit Heidenheim. Nun spielt er keine Rolle mehr im Endeffekt. Und mit 1,95 ist er natürlich eher ein großstimmiger Stürmer, jemand, der über Kopf kommt meistens. Und einen starken Fuß mit links hat. Auch das müssten wir, glaube ich, noch nicht bei uns drin haben. Kann ich gerne nur nachschauen. Beide müssten eigentlich ein Rechtsfuß sein. Auch damit hat man nochmal ein anderes Element. Zwar ein ähnliches wie Aaron Holmström, aber vom Fuß her ein anderes. Auch das gibt dem mehr Möglichkeiten auf den Seiten. Er kann zudem offensives Mittelfeld auch noch spielen und hängende Spitze und nicht nur Mittelstürmer, also ist damit auch wieder ein bisschen variabel. Zudem ist er sehr, sehr schnell und physisch, wie gesagt, stark. Aber eine Kaufoption gibt es dann hier leider nicht. Das ist tatsächlich schade. Hat eigentlich eine ganz gute Karriere bis jetzt hinter sich, hat sich immer weiter gesteigert. Jetzt im Endeffekt der kleine Rückschritt in die zweite Bundesliga. Aber auch das ist Normalität im Fußball, wenn du dich dann nicht da ganz durchsetzen kannst. Der große Torschütze, würde ich jetzt behaupten, ist er nicht. Wir fangen mal 22, 23 an. Ja, hat er 4 Tore in der dritten Bundesliga geschossen. Dann kommt die nächste Drittligasaison, wo er sehr erfolgreich war. Das müsste mit Freiburg 2 gewesen sein, genau. Hat dann 12 Tore geschossen. Und in der letzten Saison hatte er dann insgesamt 6 Tore geschossen. DFB-Pokal 3-mal gescored. Müsste gegen Willingen gewesen sein. Ja, und Conference League hat er auch gespielt ein bisschen. Aber wie gesagt, so ein erfolgreicher Score ist er aktuell noch nicht gewesen. Außer vielleicht sein eines Jahr bei Freiburg, wo er wirklich eine gute Quote hatte. Bringt jetzt aber damit nochmal ein neues Element rein. Videos gibt es leider nicht zu ihm, deswegen kann ich auch leider nicht so viel zeigen. Im Endeffekt können wir uns aber vorstellen, dass er vor allem damit nochmal das Element mit dem linken Fuß mitbringen soll. Auch Mateusz Zukowski sollte eigentlich noch kommen. Scheinbar hat das dann aber doch nicht geklappt, wie laut polnischen Medien berichtet wurde dann. Ja, und damit hat man dann seine 3 Stürmer, die man braucht. Ich hätte mir persönlich noch einen ähnlichen Stürmer-Typ gewünscht wie Ado Anaiwu und nicht eher wie Aaron Holmström. Ich denke mal auch, dass Adai ganz klarer Stammspieler dann sein wird und dann werden die beiden sich betteln um den Ersatzplatz oder zweiten Stürmer. Dementsprechend müsste dann aber hier noch jemand aus der Mannschaft rausrücken. Ich denke mal auch, dass Magnus Bahr seine Chance dann bekommen wird gegen Bielefeld, falls Diawara dann noch verletzt ist und Neuenberger ist ja sowieso gesperrt. Ich muss sagen, wir haben damit einen sehr, sehr starken Kader. So, und damit auch eigentlich eine Mannschaft, die gut in dieser Liga mitspielen kann und nicht nur gegen den Abstieg kämpft. Mit 3 Mann eigentlich einen erfahrenen Torhüter in dieser Liga. Naja, aktuell leider im Formtief. John Higonet und Matthiesen, eigentlich, wenn sie in Form sind, die beste Innenverteidigung dieser Liga. Max Geschwill bis jetzt noch sehr unsicher. Heber nicht fit. Rudi auch absolut in Topform. Tobi Müller, damit hat man auch nochmal einen stabilen Mann hinten dran. Aktuell sind leider viele Außen mal wieder verletzt. Sogovic hat es dafür aber sehr ordentlich gemacht. Der hat sich damit auch mehr Einsätze verdient, meiner Meinung nach. Jurien sowieso ein Monster. Gnanka spielt deswegen auch nicht mehr, was ich auch komplett zurecht finde. Darius macht es auch sehr, sehr ordentlich da in der Mittelfeldposition. Mit Falco hast du auch jemanden, den du immer einwechseln kannst. Gleiches gilt für Herrcher. Laurin finde ich auch, bringt eine gute Qualität rein, genauso wie Grieb. Ja. Vor allem das Offensivspiel gefällt mir gut. Artig sowieso ein Top-Mann.
Alexander Neuenberger sowieso, der bringt immer die Geschwindigkeit rein, die dir vielleicht noch fehlt. Mit Noah Pesch hast du auch nochmal die fehlende Geschwindigkeit zum Schluss. Maggi leider noch keine Chance bekommen. Maximilian Bräunig wird dann diese Größe mitbringen, die du vielleicht in den letzten Metern brauchst. Ado diese Geschwindigkeit, die du in den letzten Metern brauchst und die Wege auch hoffentlich gehen, die ein Kars gegangen ist. Und Ormström, ein Stürmer, der auch wieder sehr über die Physis kommt. Und ich denke, dass wir damit eigentlich grundsätzlich eine sehr gute Mannschaft haben. Auf der Torwartposition bedarf es noch ein bisschen an was. Aber sonst haben wir eigentlich alles top besetzt, meiner Meinung nach. Vor allem die Innenverteidigung, die viele schlecht reden, finde ich nicht so schlecht, wie sie ist. Sie muss einfach nur wieder in Form kommen und dann haben wir da eine Top-Mannschaft. Schreibt eure Meinung da unbedingt in die Kommentare. Dankeschön an jeden, der das macht und damit ciao Leute.